Ich denke mal, jeder von euch erinnert sich noch an den Moment, wo er das allererste Mal bei Minecraft-Spielen Diamanten gefunden hat. Es war ein ziemlich besonderes Gefühl der Freude, welches man dabei verspürt hat, wenn man wirklich gesehen hat, dass man seine ersten Diamanten ausgegraben hat. Doch mit dem Release neuer Versionen, dem Hinzufügen neuer Items, Biome, Mechaniken und viel mehr fingen Diamanten langsam aber sicher an, ihren Wert zu verlieren. Und wir schauen uns heute mal an, warum die Diamanten ihren Wert verloren haben und wie ihr Wert mit der 1.20 wieder erhöht werden kann. Beginnen wir erst einmal damit, warum Diamanten früher ihren hohen Wert hatten und seit wann es diese überhaupt gibt. Nämlich wurden Diamanten schon relativ zu Beginn von Minecraft eingeführt mit der INDEF 0.31. Das waren die Versionen, die sogar noch vor den Alpha-Versionen da waren, die man vielleicht mal bei Gronkh oder so gesehen hat. Und schon bereits damals, ganz am Anfang, dienten Diamanten den Zwecken, zu denen wir sie heute benutzen. Wir konnten uns Diamantschwerter, Schaufeln, Spitzhacken, Äxte und Diamantrüstung craften, so wie wir es kennen. Ihr merkt bereits jetzt schon, es wurde sich sehr früh Gedanken über das Konzept hinter Diamanten gemacht, was auch sehr gut sein kann. Denn wie wir alle wissen, sind Diamanten ein durchaus wichtiger Bestandteil von Minecraft. Über die Jahre gab es immer wieder mal verschiedene Änderungen, zum Beispiel, dass Diamanten in Kisten gefunden werden können, wenn sie in bestimmten Strukturen sind, dass Villager mit Diamanten traden und wo man Diamanten meint. Ihr kennt das meiste davon wahrscheinlich schon, wo man Diamanten herkriegt und was sich da über die Jahre getan hat. Sollte man Diamanten jetzt allerdings für sich komplett alleine betrachten, wurde nie wirklich viel an den Diamanten selber geändert. Klar, es wurde etwas daran verändert, wie häufig sie sind zum Beispiel, aber für die Zwecke, für die man Diamanten benutzt, haben sie eigentlich immer noch dieselben wie ursprünglich in der 1.0. Bei manchen anderen Erzen, wie zum Beispiel Gold, sieht das aber komplett anders aus. Den Wert von Gold in Minecraft, den kennen wir alle, da muss ich euch nicht wirklich viel erzählen. Der Wert von Gold war früher sehr niedrig, weil Gold-Tools eine geringe Haltbarkeit hatten und die Rüstung jetzt auch nicht gerade unbedingt die beste war. Mit dem 1.16 Nether Update bekam Gold aber einen komplett neuen und deutlich höheren Wert, da du ohne Gold im Nether in den falschen Biomen sehr schnell in brenzlige Situationen geraten könntest. Abgesehen davon, dass du auch noch mit Pixeln traden kannst und Bastionen sich wirklich sehr lohnen können, hat Gold wohl den größten Gamechanger dadurch bekommen, dass du Gold dafür benötigst, um Netherite-Barren craften zu können. Und Netherite ist, wie wir alle wissen, schließlich das, was jeder Minecraft-Spieler früher oder später mal haben will. Also kommen sie nicht drum herum, sich auch Gold zu besorgen und somit gewinnt Gold einiges an Wert zurück. Und wenn wir ehrlich sind, wenn man in einer Cave rumläuft und da mal ein bisschen Gold findet, findet man das meistens eigentlich auch ganz nett. Ich wage es tatsächlich zu behaupten, dass Gold in einem Langzeit-Minecraft-Survival-Projekt um einiges mehr relevant ist, als Diamanten es aktuell sind. Denn Diamanten sind schlicht und einfach mit den letzten Updates wirklich außen vor gelassen worden und somit in ihrer Ursprungsform geblieben, während andere Erze immer neue Funktionen und Zwecke bekommen. Diese fehlen bei Diamanten leider. Es gibt jetzt einige, die werden behaupten, Diamanten sind schon noch wichtig, weil Dia-Rüstung bzw. Dia-Tools ebenfalls notwendig sind, damit man sich die bessere Netherite-Variante machen kann. Das stimmt auch, aber dafür gibt es seit der 1.18 Villager. Steht mich da jetzt nicht falsch, die Trades gibt es schon länger, das weiß ich auch. Aber mit der neuen Generierung von den Erzen seit der 1.18 ist es zumindest meiner Meinung nach deutlich zeitaufwendiger geworden, Diamanten durchs Minen zu finden. Ich finde, Diamanten kriegt man wirklich inzwischen deutlich schneller durchs Traden. Und wenn wir ehrlich sind, 2 Stacks Emeralds sind nicht viel und mit einem Fletcher sowieso nicht. Heißt also, Stand 1.19.4, es ist sehr einfach genug, Diamanten für eine volle Rüstung zu bekommen, wenn man es nur mal will. Teilweise kann man das in sogar unter einer Stunde schaffen, das ist halt wirklich gar nicht. Der Wert von Diamanten ist halt eben deswegen gesunken, weil sie eben so einfach zu kriegen sind.
Du kriegst sie zwar nicht in ihrer Rohform, aber in fast allen Formen, wofür man sich sonst die Diamanten früher in der Mine stundenlang gefarmt hat. Durch die eben genannten Punkte fühlt es sich jetzt halt deswegen auch nicht mehr wirklich besonders an, Diamanten zu haben, weil man kriegt sie relativ einfach in einer nicht wirklich allzu langen Zeit. Wenn man in eine neue Welt starten sollte und für eine der stärksten Ressourcen im Spiel nicht wirklich lange braucht, ist das sehr unbalanciert und es hat halt dazu geführt, dass viele Spieler Diamanten inzwischen teilweise unter den Wert von Eisen setzen und halt viele auch auf die gleiche Stufe mit Gold stellen. Wenn ich heute in der 1.19 meine und zufällig einen Diamanten finden sollte, flippe ich nicht aus und freue mich, wie das in den älteren Versionen, wie zum Beispiel in der 1.8 der Fall war, einfach weil sie so einfach zu kriegen sind. Und für die zweitstärkste Ressource im Spiel kann das halt eigentlich nicht richtig sein. Ich sehe aber eine gewisse Besserung auf uns zukommen. Mit dem 1.20 Update sehe ich eine Chance, dass Diamanten einiges an ihrem alten Wert zurückgewinnen könnten. Das liegt hauptsächlich an den neuen Armor Trims mit den Templates und daran, wie mit Netherite ab der 1.20 umgegangen wird. In Zukunft wird es nämlich nötig sein, sich erstmal das ganze Dia-Zeug ranzuholen. Das ist immer noch sehr einfach, das wissen wir inzwischen. Dann braucht man immer noch ein Netherite Ingot, wie wir es bereits kennen, aber nun mal auch ein Netherite Upgrade Smithing Template. Und ja, das Ding heißt wirklich so. Und dieses besagte Netherite Ingot kriegt man auf zweierlei Wege. Entweder findet man es in einer Bastion, die Chance liegt allerdings nur bei 10%, außer man ist in der Treasure Bastion, da findet man es garantiert unten in der einen Kiste. Oder aber sollte man so ein Smithing Template gefunden haben, kann man sich auch dazu entscheiden, weitere für sich selber zu craften. Es gibt nämlich Crafting-Rezepte für diese Dinger und wie ihr jetzt gerade sehen könnt, braucht man für das Netherite Upgrade Smithing Template auch ein paar Dias. Und da sollte man sich dann halt für sich selber entscheiden, ob man wirklich Bock hat, bestimmt so 30, 40 Bastionen durchzusuchen oder versucht man sich doch lieber wieder am Diamantenfarm. Und ich denke mal, viele Spieler, mich wahrscheinlich mit eingeschlossen, werden sich dann doch lieber dafür entscheiden, wieder Diamanten zu farmen. Es dauert zwar auch länger, das ist aber, so haben sie es auf jeden Fall auch gesagt, das Ziel von Mojang dahinter. Der Netherite soll nicht genauso einfach zu farmen sein und innerhalb einer kurzen Zeit erhaltbar sein, so haben die es gesagt. Mojang wird aber, denke ich, nicht im ersten Moment damit bezweckt haben wollen, die Wertkrise von Diamanten zu beenden. Ich will mich aber auch nicht beschweren, weil es ist gut, wenn ein Spiel wie Minecraft mit den Ressourcen, die es besitzt, eine gewisse Balance behält. Weil, wenn diese nicht gegeben ist, kommt es halt dazu, was wir jetzt im Moment mit Diamanten haben. Es wird zwar auch möglich sein, in der 1.20 Dias im Suspicious Sand zu finden, aber das wird das Ganze nicht komplett sprengen, weil das jetzt auch nicht so viele sind und die Wahrscheinlichkeit auch eher gering ist, da Diamanten drin zu finden. Schlussendlich bleibt es an den Spielern hängen, wie sie mit neuen Mechanics umgehen und sie verwenden, weil sollte einer einen Weg finden, wie man etwas sehr einfach kriegt, dann werden es alle anderen nachmachen. Deswegen ist es auch darauf bezogen etwas schwieriger einzuschätzen, wie sich der Wert von Diamanten am Ende wirklich erhöhen wird. Die 1.20 hat jetzt noch ungefähr 2 bis 3 Monate Zeit bis zum Release. Sollte es aber so bleiben, wie wir in den aktuellen Snapshots sehen und sich nicht zu krass irgendwas ändert, wird es, denke ich, zumindest niemanden mehr geben, der Diamanten wertloser als Gold bezeichnet.